Kann man AOE Ranger spielen oder ist der super kacke? Nein, AOE Ranger ist sehr gut. Vor allem, weil AOE Ranger eine der wenigen AOE-Klassen ist, die man sehr leicht spielen kann, auch wenn man sich nicht mit einem RM heilt. Und er kann Hit and Run im Low-Level, weil man noch kein gutes Equipment hat. Also ist eine sehr gute AOE-Klasse und auch sehr cool zum Spielen, weil du wenig brauchst. Und auch sehr stark im Low-Level AOE Ranger. Generell Ranger, dank der Skills, die er bekommt, ist er auf Level 60 eigentlich die stärkste Klasse. Weil fast alle anderen kriegen ja einen AOE-Skill erst mit 65. Eigentlich wirklich, eigentlich literally alle anderen. Außer RM. Und gut, ein paar haben natürlich schon Low-Level AOE-Skills, aber die sind meistens ziemlich kacke, die benutzt man danach eigentlich dann nicht mehr. Außer bei BP. Aber ja, Ranger hat schon ein sehr starkes Level 60. Meiner Meinung nach das stärkste im Spiel. Bin auch ein großer Ranger-Fan, tatsächlich. Jahrelanger Ranger-Main. Aber von Life Universe als Ranger-Main begonnen. Aber bin dann wieder zu Elementor zurückgegangen. Was dir dann Ranger nicht schmeckt in Life Universe, ist einfach die Tatsache, dass dass er so teuer ist. Ich finde, für das, was er kann, ist Ranger halt trotzdem zu teuer. Das war auch der Grund, warum ich dann auf Elementor geswitcht bin, weil Elementor war unfassbar günstig für das, was er kann. Meiner Meinung nach halt. Und Ranger war unfassbar teuer für das, was er konnte oder kann. Und das ist halt wieder so ein Thema. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei Jester. Als rein objektiv betrachtet, wenn man es nur auf DPS gucken würde, könnte man argumentieren, ergibt eigentlich keinen Sinn, dass Jester so unbeliebt ist. Bei Ranger macht er sogar noch weniger Schaden. Oder ungefähr ähnlichen Schaden. Oder also die beiden sind sehr nah beieinander, die kann man ungefähr vergleichen. Könnte man ja sagen, ergibt eigentlich keinen Sinn, dass Ranger so beliebt ist und Jester so unbeliebt. Aber da spielen halt noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Es geht ja nicht nur um DPS, es geht auch so ein bisschen um allgemeine Beliebtheit. Weil wenn es nur um DPS gehen würde, würde ja jeder Blade spielen zum Beispiel. Und bei Ranger spielen dann einfach noch andere Faktoren eine Rolle. PvP ist wahrscheinlich ein sehr großer Faktor bei Ranger noch. Ranger ist sehr beliebt im PvP. Also Ranger ist echt beliebt überall. Beliebte AOE-Klasse, beliebte One-Klasse, beliebte Giant-Klasse, beliebte PvP-Klasse. Das ist eigentlich in jedem Game-Mode, alles was du in dem Spiel machen kannst, wollen die Leute, oder wollen viele Leute Ranger spielen. Aus den diversesten Gründen. Wohingegen halt Jester eigentlich so ziemlich niemand für irgendwas spielen will. Das ist halt der Unterschied zwischen den beiden. Aber generell war für mich tatsächlich der Hauptgrund einfach die Kosten. Und das war halt eigentlich der einzige Grund, fast schon. Was ich an LMR mag, was der Ranger nicht hat. Naja, also ich meine, beim Leveln ist der Elementor definitiv besser als der Ranger. Dafür kann der Ranger halt 1v1 und AOE, der Elementor kann halt nur AOE. Also er kann auch 1v1, aber es ist Trash. Ja, nee, der einzige Grund war tatsächlich Sinistry, dass der Ele günstiger war. Und nicht nur günstiger, das krasse bei Elementor ist wirklich, du kannst mit dem absoluten Garbage-Equipment, und das weiß ich aus Erfahrung, also ich weiß zu 100%, dass das so ist, weil ich habe es 3-mal gemacht. Ich habe 3-mal ein Elementor hochgespielt mit dem größten räudigen Drecks-Equipment, mit CW-Ringen plus 1 bis 140, mit AG-Stuff bis 140, habe ich alles schon gemacht. Und du levelst so viel schneller als mit jeder anderen Klasse. Die Level-Experience ist, egal was für ein Equipment du hast, das Elementor ist immer angenehm. Und das macht ihn unfassbar wertvoll, wenn es jetzt nur ums Leveln geht. Und ich meine, Leveln ist ja ein elementarer Bestandteil dieses Spiels. Ich meine, gut, zugegebenermaßen Coral Island ist dann schon ein bisschen was anderes. Also ich habe jetzt bewusst 140 gesagt. Nach 140 ist es dann nicht mehr so. Nach 140 braucht man schon mal einen Stuff, einen Bloody Stuff auf jeden Fall und mit einer schon guten Skillerweckung. Also 15% Poison Cloud Minimum. Und vielleicht auch
ja, 28% ATK wären dann natürlich irgendwann mal nicht schlecht und vielleicht auch mal ein gutes Inpad oder so. Und natürlich auch Power-Ups. Aber bis 140, also bis Astraea, kannst du ihn wirklich auf dem Ultra-Low-Budget spielen, wo du wirklich sagen kannst, dein gesamtes Equipment ist keine Milliarde wert. Zu welchem Zeitpunkt auch immer. Also weit unter 10.000 F-Coin, wohingegen die meisten anderen Charakter brauchen Set plus 8, brauchen 1 oder 2 Bloody-Waffen, auch mindestens plus 8. Wo halt allein Waffe und Set schon über eine Milliarde wert sind und das ist dann alles vom Elementor combined ist weniger wert. Einschließlich Pet und solchen Sachen. Das ist schon Wahnsinn. Und er levelt trotzdem wahrscheinlich immer noch schneller als die meisten, die eben ein wesentlich teureres, besseres Equipment haben. Und das war der Grund, warum ich Elementor gewählt habe. Einfach nur, das war das Einzige. Also und weil ich Elementor mag. Und weil ich Elementor mag. Schon immer. Also seit ich ihn in PC auf Maximallevel gepusht habe. Einen. Und, ja. Und traurigerweise das Problem, warum ich damals mit dem Ranger aufgehört habe eben, das war das, was ich noch sagen wollte, dass er eben so teuer geworden ist oder so teuer war. Das ist ja nie besser geworden. Jetzt ist er immer noch so. Die teuerste Klasse mit Blade. Und eigentlich, wie gesagt, wenn man es jetzt zum Beispiel rein auf den DPS reduzieren würde oder überwiegend auf den DPS gucken würde, dann denkt man sich ja eigentlich, das ergibt keinen Sinn. Jester, der den gleichen oder minimal mehr DPS hat, ist so ultra unbeliebt, kein Schwein will ihn spielen. Und Ranger, der nur minimal oder der sogar noch weniger hat, und wenn es nur minimal ist, ist ja egal, der ist dann ultra beliebt. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Wenn man es, wie gesagt, rein auf den DPS gucken würde, was ja viele Leute machen. Vor allem viele Leute, die von dem Spiel vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Und das ist halt einfach frustrierend, weil... Ja. Man sich halt die Frage stellt, wie viel Sinn das dann macht, so eine Klasse zu spielen, wo zum Beispiel die cleane Lusagas Crystal Waffe 10 Milliarden wert ist, wohingegen ich mir einen kompletten Elementor zugegebenermaßen nicht mit der Herneswaffe, aber wo ich mit einem kompletten anderen Charakter voll und ganz ausrüsten kann. Bei manchen vielleicht nicht mit der besten Slot-Waffe, aber egal welche Klasse, alles kann ich mir zumindest mit 135er Equipment und Bloody-Waffen plus 10, alles plus 10 und vielleicht sogar clean im Ultimate-Schmuck holen, für den gleichen Preis, wo nur die Waffe vom Ranger clean kostet, die du sagst, Crystal-Waffe. Oder die beste Slot-Waffe. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ist das ja eigentlich Wahnsinn. Weil ein Blade mit 2 Bloody-Äxten und ein Forben plus 10 mit 28% und Ultimate-Schmuck, Kleben-Ultimate-Schmuck kriegst du für das gleiche Geld und der macht dann aber doppelt so viel Schaden wie der Ranger, der nur einen Lusagas Crystal-Bogen hat und sonst alles komplette Kacke ist quasi. Und natürlich würde ich mich dann grundsätzlich eher für den Blade entscheiden, weil die Equipment-Value dann trotzdem höher ist. Also was er mit dem Equipment anstellen kann, ist ja trotzdem dann besser als das, was der Ranger mit der cleanen Waffe da hinbekommt, was ja nichts ist. Also ist halt wie gesagt frustrierend. Wenn du eine Klasse spielen willst, die dann so teuer ist und dann ist sie nicht mal die stärkste oder beste Klasse, sondern eigentlich in allem mittelmäßig. Kann man fast sagen. Und das war für mich so frustrierend, dass ich dann keine Lust mehr auf Ranger hatte. Was, denke ich, schon verständlich ist. Wenn jeder, der schon mal einen Ranger in Fly Universe hatte, müsste das eigentlich gut nachvollziehen können. Wie frustrierend das ist. Vor allem, wenn man nur PvE spielt, glaube ich.